Das ist ja eine Koalition, ist überhaupt nicht notwendig. Uns geht es ja nicht um Koalition, um Pöstchen, Ministerpöstchen, Staatssekretäre und 1000 andere Pöstchen. Uns geht es um Deutschland, dass die vernünftigen Anträge, Gesetzesvorlagen jetzt durchkommen, was die Mehrheit der Bevölkerung ja will. Migrationsbegrenzung, Ende von Heizungsgesetz und diesen ganzen linksgrünen Wahnsinnigkeiten. Das kann er nur mit uns machen. Hey Leute, das müsst ihr sehen. Bernd Baumann von der AfD räumt auf mit dem Märchen, dass es seiner Partei nur um Ministerposten geht. Stattdessen zeigt er, warum die AfD die einzige Kraft ist, die wirklich für die Bürger arbeitet, ohne Koalitionszwang, ohne faule Kompromisse. Und dann zerlegt er auch noch Friedrich Merz und seine angeblichen Garantieversprechen. Spoiler, ohne die AfD geht da gar nichts. Also unbedingt anschauen, liken, abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! Bei uns im Studio begrüßen wir jetzt Bernd Baumann. Er ist der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion. Guten Abend. Grüße Sie. Hallo. Guten Tag. Die AfD hat ihr Ergebnis im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Regieren will mit ihnen aber niemand. Wie bittersüß ist dieser Wahlerfolg? Nein, wir setzen ja die Themen der Republik. Wenn Sie geguckt haben, was Merz an Garantieversprechen gegeben hat, sozusagen Ehrenwort, er wird die Migration begrenzen, strikt begrenzen, die Garantie hat er abgegeben. Das kann er ja nur mit uns machen. Das wird mit der SPD ja nichts werden. Also er wird ja nicht mit Ihnen koalieren. Das ist ja eine Koalition, ist überhaupt nicht notwendig. Uns geht es ja nicht um Koalition, um Pöstchen, Ministerpöstchen, Staatssekretäre und 1000 andere Pöstchen. Uns geht es um Deutschland, dass die vernünftigen Anträge, Gesetzesvorlagen jetzt durchkommen, was die Mehrheit der Bevölkerung ja will. Migrationsbegrenzung, Ende von Heizungsgesetz und diesen ganzen linksgrünen Wahnsinnigkeiten. Das kann er nur mit uns machen. Ja, ich höre Ihnen zu. Aber der Punkt ist ja, wenn er jetzt mit der SPD, danach sieht es jetzt ja aus, dass es auf Schwarz-Rot hinauslaufen könnte. Man weiß noch nicht, wie die SPD sich jetzt da positioniert. Die wollen ja auch noch eine Mitgliederbefragung machen. Aber wenn es jetzt darauf hinauslaufen sollte, Herr Merz ist natürlich dann auch an die Koalitionsdisziplin gebunden. Der kann natürlich dann auch nur Gesetze einbringen, die SPD auch mit absegnen würde. Sie stellen es jetzt ja so dar, der kann dann machen, was er will und wir stimmen dann auch mit zu, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die Praxis sieht doch dann eher anders aus. Nee, er wird das ja gerade sein Ehrenwort, sein Garantieversprechen nicht umsetzen können. Der Wähler hat jetzt neu bestimmt. Wir haben einen neuen Bundestag. Alle 3 Ampelmänner mussten jetzt zurücktreten. Scholz, Lindner, Habeck. Jetzt haben wir eine völlig neue Situation und wir sind die größte Oppositionspartei im Bundestag. Und wenn er die Themen durchsetzen will, wie er es besprochen hat, kann er es nur mit uns machen. Aber und wir stehen zur Verfügung, brauchen dafür gar keine Koalition. Das Beispiel gab es ja am Mittwoch. Aber in der Praxis scheitert das doch dann an der SPD, oder verstehe ich es da falsch? Nee, die SPD muss jetzt gucken, was sie macht. Ob sie sozusagen bereit ist, auf Merz irgendwie zuzugehen und die CDU. Ich vermute mal, das wird sie nicht tun. Saskia Esken und wer alles für die SPD noch steht, das ist ja nicht mehr die alte Arbeiterpartei SPD. Das ist ja eine linke Intellektuellenpartei, die will, dass Deutschland immer bunter und diverser wird. Das wollen die breiten Wählerschichten aber nicht. Und da wird, wenn Merz wirklich seine Anträge, Gesetzesvorlagen durchbringen will, Zurückweisung an der Grenze, wird das nur mit uns gehen, wie wir ja schon bewiesen haben. Und wir sind ja verdoppelt an Abgeordneten. Wir sind eine viel stärkere Kraft im Parlament jetzt. Da wird Merz auf Dauer nicht dran vorbei können. Also Sie schlagen da weiterhin eine indirekte Zusammenarbeit mit der Union vor. Ihre Parteichefin Weidel hat dagegen gestern wörtlich gesagt, sie wolle die künftige Regierung jagen. Was denn nun, jagen oder zusammenarbeiten? Nein, das passt ja beides zusammen. Indem wir die Themen setzen, nämlich die Themen, die die große Mehrheit der Bevölkerung will. Zurückweisung an der Grenze, Heizungsgesetz, diese ganzen linksgrünen Wahnsinnigkeiten müssen aufhören. Das bieten wir an. Und solange Merz das nicht umsetzt, sein Garantieversprechen bricht, werden wir ihn natürlich jagen politisch. Das eine und das andere gehört natürlich zusammen. Also ist nur eine etwas martialischere Ausdrucksweise. Politischer Wettbewerb, deswegen habe ich ja... Okay, lassen Sie uns noch mal über was anderes sprechen. Rein rechnerisch im nächsten Bundestag haben AfD und Linke jetzt eine Sperrminorität. Sie kommen zusammen auf 216 Stimmen. Die jetzigen Parteien der Mitte überlegen jetzt schon, ob sie vorher noch mit den Stimmen des alten Bundestages eine Schuldenbremse lockern oder entsprechende Vorhaben für die Ukraine-Hilfen noch durchdrücken. Würden Sie denn von dieser
ein Drittel Sperrminorität mit den Linken Gebrauch machen, wenn es drauf ankäme? Also die Linken sind so weit weg von uns. Die sind ja auch für Multikulti, divers und bunt und jede Menge Migration. Mit denen haben wir gar nichts gemein. Also und die auch die Sorge ist optimale unbegründet. Umverteilung, die Sorge ist unbegründet. Allerdings die Schuldenbremse, dass Merz jetzt die Schuldenbremse auflösen will, wo er Für vorher Verteidigungszwecke, so was man hört. die Zwecke wie auch immer. Er hat vorher versprochen, dass er das nicht macht. Jetzt will er die Schuldenbremse und auch noch mit dem alten Bundestag, mit dieser Zweidrittelmehrheit, die er jetzt noch hat, mit SPD und Grünen auflösen, die er im neuen Bundestag ja gar nicht mehr hat. Das Volk hat ja neu gewählt. Das ist ja auch demokratietechnisch eigentlich ein Vergehen, solche Verfassungsänderungen jetzt noch durchzusetzen. Das zeigt schon, Merz beginnt gleich mit Versprechensbrüchen, mit Brüchen von Garantieerklärungen. Da bin ich mal gespannt, was das noch wird. Wir stehen für eine vernünftige Politik auf jeden Fall bereit. Bernd Baumann, vielen Dank für den Besuch. Danke sehr. Was Bernd Baumann hier sagt, ist nicht nur ein klares Signal, sondern eine echte Kampfansage. Während die Altparteien sich weiter in sinnlose Koalitionsspiele verstricken und sich gegenseitig mit Versprechen überbieten, die sie am Ende sowieso brechen, setzt die AfD die wirklich wichtigen Themen. Und das Beste, sie brauchen dafür keine Posten, keine Ministerämter, keine Hinterzimmerdeals. Es geht einzig und allein um Deutschland und die Interessen der Bürger. Baumann macht hier etwas klar, was viele immer noch nicht verstehen. Ohne die AfD kann Friedrich Merz seine angebliche Migrationsbegrenzung gar nicht durchsetzen. Mit der SPD wird das garantiert nichts, weil sie alles daran setzen, Deutschland noch weiter in den Multikulti-Wahnsinn zu stürzen. Die CDU redet viel, aber wenn es drauf ankommt, knicken sie ein. Das hat man in den letzten Jahren zu Genüge gesehen. Und dann das Thema Schuldenbremse. Die Altparteien wollen mit der Mehrheit des alten Bundestages noch schnell Fakten schaffen, weil sie wissen, dass sie im neuen Parlament keine Chance mehr haben. Ein demokratisches Unding. Baumann zeigt hier glasklar auf, wie dreist die anderen Parteien versuchen, das Volk auszutricksen, während die AfD konsequent bleibt und genau das tut, wofür sie gewählt wurde. Diese Rede zeigt, warum die AfD immer stärker wird. Sie stellt sich nicht ins Hinterzimmer und verhandelt um Posten, sondern setzt knallhart auf die Themen, die für die Menschen im Land zählen. Genau das macht eine echte Opposition aus. Was sagt ihr dazu? Schreibt's in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Klartext wollt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.